Alright, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Shakes and Fidget ist das Thema, aber wir wollen reagieren auf ein Thema, was von Dorsa angestoßen wurde und jetzt von Sergio Kurai aufgenommen wurde. Das Video hat schon 212 Aufrufe, extrem gute Performance, muss man schon mal so sagen. GZ an Sergio hat er verdient, dann macht er eben was sehr qualitativ hochwertige Videos. Muss man mal an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und jetzt geht auch endlich meine Cam, also kann ich das auch hochladen. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir werden uns anhören, was er zu dem Thema zu sagen hat. Ich werde auch meine eigene Meinung dann entsprechenderweise auch darstellen. 7 Minuten geht das Video. Okay, let's go. Let's motherfucking go. Die richtige Klasse in einem RPG zu finden, ist genauso schwer wie eine Schwiegermutter, die dich mag. Also lass uns darüber reden. In diesem Video... Aber was habe ich gesagt? Ich habe nicht zu viel versprochen. Vor allen Dingen, warte mal, das war doch... Ach nee, das ist nicht... Ach, ich weiß gerade nicht, wie das Game heißt, aber ich kenn's. Kategorie Outlast. Also ich habe ja Outlast gespielt, beide Teile, das war auch sehr nice. Vielleicht brauchen wir hier diesen doppelten Weg. So, was jetzt? WTF. Ja, was machst denn du hier? Kann der hier durchkommen? Oh, da kommt der echt hier durch. Wieso ist sie jetzt zu? Wieso? Junge, ich hasse das Spiel. Wie komm ich hier durch? Läuft. Also lass uns darüber reden. In diesem Video soll es darum gehen, ob Shakes and Fidget überhaupt neue Klassen braucht und wenn ja... Schöne Musik. Braucht Shakes and Fidget eigentlich neue Klassen? Denn wie euch vielleicht schon aufgefallen... Oh, das ist so geil. Das ist einfach geil. Einfach ohne Schnitt so diese Übergänge mit dieser Musik, sehr geil gemacht. Also, ja, ich will eigentlich gar nicht über die... Es geht ja eigentlich um den Inhalt, würde ich sagen, aber stark. ist, hat auch Dorsa dazu ein Video gemacht, ob man überhaupt neue Klassen braucht. Und genau bei diesem Thema fangen wir nun an und spulen ein bisschen zurück. Falls ihr euch fragt, wer Dorsa ist oder wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, Link zu ihm ist natürlich in der Videobeschreibung. Schaut vorbei. Lasst einfach schöne Grüße da. Wer ist Dorsa? Die 3 Ursprungsklassen Kundschafter, Magier und Krieger funktionieren so simpel wie auch genial mit einem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Magier für Kundi, Kundi für Krieger und Krieger für Magier. Sehr geil. Schere, Stein, Papier war tatsächlich, es wurde von der Community schon immer gesagt. Sie sind in sich balanciert. Es ist quasi damit nicht möglich, dass eine Klasse stark dominieren kann. Das war 2012 auf jeden Fall schon Thema gewesen, weil damals immer die Leute auch gefragt haben, ja, wieso, also welche Klasse sollte man nehmen? Klar, die Kundschafter kamen besser durch die Dungeons, aber im Prinzip hat sich ja dann auch herausgestellt mit dem Late Game, dass dann natürlich die Krieger mal stärker wurden und die Magier so eine, ja, die sind halt so eine One-Hit-Wonder, ne? Und rein von den Klassen, von den Fähigkeiten oder von den Attributen her ist dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip auf jeden Fall bei diesen 3 Klassen gegeben. Anders als die Ursprungsklassen, die 2009 mit Release des Spiels spielbar waren, bekamen wir 2018 2 weitere Klassen sowie 2019, 2021 und 2022 jeweils eine weitere, die das Spiel komplexer werden ließen. Neue Klassen sind grundsätzlich erstmal was durchweg Positives aufgrund der Vielfalt. Jedoch verschwimmt das vereinfachte Prinzip mit jeder weiteren Klasse, sodass es unübersichtlich wird, welche man spielen sollte, geschweige denn welche gut wogegen ist. Bei zu vielen Klassen verschwindet der simple Spielstil und einem Anfänger würde es schwerer fallen, eine Klasse auszusuchen. Da in der Charaktererstellung ebenfalls keine Hinweise verzeichnet sind, was eine Klasse so wirklich kann, da womöglich diese schwer zu verstehen ist aufgrund der Komplexität der Klasse. Ja, oder einfach erklärt einfach, ist es ziemlich schwer dann irgendwann zu erkennen, welche Klasse gegen welche eigentlich gut ist und somit verschwimmt halt auch das Schere-Stein-Papier-Prinzip, wenn man zum Beispiel, wie bei Schere-Stein-Papier, einen Brunnen hinzufügt. Nehmen wir mal zum Beispiel den Druiden, der als naturverbundener Magier die Möglichkeit hat, seine Fähigkeiten die Schere, Stein, Papier, Brunnen. Ja, top. Achso, man sieht es jetzt hier, ja. War mal top, ne? Papier ist quasi der Magier. Der Brunnen sozusagen, also ein, ja, eigentlich schwierig ist es auf Shakes and Fidget zu münzen. Aber alles andere gewinnt der Brunnen. Also der Brunnen ist im Prinzip eine Klasse, die sehr viel stärker ist als viele andere Klassen.
Man könnte vielleicht den neuen Dämonenjäger erwähnen. Und das Papier wäre der Magier, der halt quasi eigentlich von der Fähigkeit her stärker ist. Der Dämonenjäger ist ja gegenüber dem Magier nichts weiter als ein Kundschafter und dementsprechend im Nachteil. Doch, das ist eigentlich das beste Beispiel, ja, muss man mal sagen. Ja, Schere, Stein, Papier, Brunnen. Ja, also, und dann, was gab's noch? Weiß nicht, Säge und Dino, der alles frisst und was es nicht immer gab. Also. Aber sehr geile Annektierung, ja. Durch Masken zu ändern, die er mit Stufe 10 und 25 findet. Stark wie ein Bär, flink wie eine Katze oder magisch wie, naja, ein Magier halt. Wenn er keine Maske trägt, hast du die Wahl. Wow. Das klingt jetzt gar nicht mal so aussagekräftig, oder? Abgesehen davon, dass die Klassen auch komplizierter werden, wird es mit steigender Anzahl der Klassen natürlich auch viel schwieriger, die zu balancen. Nehmen wir zum Beispiel den Dämonenjäger, der erst kürzlich ein Rebalance erhalten hat, einfach weil er zu schwach war und einen Ruf als Underdog hatte. Und auch jetzt noch streiten sich die Leute, ob er eigentlich zu stark ist oder ob er endlich mit seinem Rebalance seinen Platz gefunden hat. Okay, das hört sich jetzt vielleicht alles etwas blöd an und ziemlich negativ und klingt vielleicht auch so, als würde ich nur negative Sachen suchen. Das stimmt aber gar nicht. Wir kommen jetzt auch gleich wieder nochmal zu den positiven Dingen, die ich am Anfang einmal kurz angeschnitten habe. Bevor wir das jedoch tun, möchte ich euch nochmal zeigen, wie andere Leute mit dem Thema umgegangen sind, als ich gesagt habe, dass ich über dieses Thema hier sprechen möchte. Mir wurde zum Beispiel gesagt, dass diese Fragestellung generell eigentlich schon dumm ist und eigentlich gar nichts hier zu suchen hat. Zumindest habe ich das so interpretiert. Hier habt ihr auch nochmal so einen Chatverlauf davon. Was ich grundsätzlich schon ein bisschen fragwürdig finde, weil Fragen kann man doch stellen und so unsinnig finde ich das doch gar nicht, denn schließlich kann ich ja darüber ein ganzes Video machen. Zum anderen wird mir vorgeworfen, dass ich das Ganze direkt ins Negative ziehen möchte, was ich gar nicht behauptet oder gesagt habe. Sonst hätte ich schließlich ja auch nicht andere Leute gefragt. Finde ich also grundsätzlich etwas blöd, dass man das direkt so sieht, denn so ist es vielleicht gar nicht gemeint. Auch ich möchte nur meine Meinung mit euch teilen, deswegen gibt es halt, wie gesagt, dieses Video hier. Eine bereits so negative Einstellung gegenüber möglich entstehender Kritik bei Recherche zeigt mir als Fragesteller die generelle Inakzeptanz gegenüber jeglicher Art von Kritik, was ich ein bisschen schade finde, da Kritik wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln und auch vor allem das Spiel weiterhin zu fördern. Naja, egal. Zu den positiven Dingen. Okay, das wusste ich jetzt gar nicht, dass das in die Richtung auch geht oder Sergio dieses Thema halt da so separat anspricht. Ich würde das vielleicht kombinieren, da, ich sag mal, das Problem, was ja die Community hat, ist jetzt nicht, dass mehrere Klassen existieren. Ja, also prinzipiell finde ich das auch gut, wenn es viele Klassen gibt. Es gehört ja auch zu einem RPG. Das ist richtig. Was ich problematisch nur an den Klassen finde, ist, dass es ja natürlich nicht wie in einem RPG so ist, dass man gewisse Attribute hat, die Vorteile, zum Beispiel mehr Leben, mehr Schaden, ne, dieses ganz klassische, oder spezielle Fähigkeiten nur nutzen kann. Ne? In den RPGs können die verschiedenen Klassen halt spezielle Fähigkeiten nutzen, die anderen nicht nutzen können. Das ist alles super instruiert, aber man darf zumindest nicht vergessen als Spieler, in Shakes and Fidget geht es ja nicht darum, dann das entsprechend mit gewissen Skills einzusetzen. Es geht bei Shakes and Fidget seit jeher nur um mathematische Berechnungen und Wahrscheinlichkeiten. Und damit ist natürlich diese Grundstruktur Krieger, Magier, Kundschafter im Schere-Stein-Papier-Prinzip bestens dafür geeignet, weil natürlich das mathematisch alles irgendwo aufgeht. Das ist jetzt eben extrem schwieriger geworden mit diesen ganzen neuen verschiedenen Klassen, weil dann auch diese Balance, die angesprochen wird, nicht mehr rein statisch gegeben ist, sondern man muss schauen, wo kann man hier feilen, wo kann man da feilen. Beste Beispiel ist eben der Dämonenjäger. Und das ist halt der Grund, warum zu viele Klassen mit dem Spielprinzip Shakes and Fidget halt nicht ganz so einhergehen und es schwieriger machen. Ob sie das Spiel dadurch zerstören, eigentlich nicht. Das Problem ist ja, dass die Community natürlich negativ belastet ist in der letzten Zeit aufgrund der vielen Probleme, die herrschten, die teilweise verbessert jetzt werden, natürlich. Es gibt für viele Spieler der Community Fragen, die einfach relevanter sind als neue Server oder neue Klassen. Und das muss man einfach tolerieren. Aber wiederum sollten die Spieler, die das halt kritisieren, auch einfach sagen oder tolerieren, dass natürlich Playa Games ein Unternehmen ist, was gewinnorientiert ist und deshalb neue Server, neue Klassen auf den Weg gebracht werden, weil irgendwo müssen ja auch die ganzen
neuen Dinge, in die investiert wurde. Das Geld muss ja reingeholt werden und ich will jetzt mich gar nicht darüber hinwegleiten, dass die viel verdienen oder nicht. Darüber bin ich nicht der Hausherr. Die hatten eine Idee, die haben sie umgesetzt und wir haben Bock darauf zu spielen. Und unabhängig davon, dass ich ein bisschen zum Beispiel auch gepartnert bin und natürlich dadurch einfacher mal neue Klassen auch pilzintensiv ausprobieren kann, hätte ja jeder Spieler die Möglichkeit, diese neuen Klassen auch Free-to-Play zu spielen. Ne? Das vergisst man natürlich immer. Und ich denke, dass dieses Thema Kritik dort oder das, was er anspricht hier, Sergio, sich gar nicht auf die eigentliche Thematik bezieht, sondern einfach andere Dinge schwerer wiegen für einige Leute der Community, dass sie nicht verstehen, warum man jetzt eine solche Frage stellen sollte. Das denke ich mal. Ich glaube, dass jetzt auch gleich meine 2 Mädels heimkommen, deshalb werde ich an der Stelle einen Cut machen. Ja, hätte ich keinen Cut machen müssen, war Fehlalarm. Kabach. Ding ist natürlich, dass es in gewisser Art und Weise natürlich auch eine strategische Tiefe gibt, wenn es mehrere Klassen gibt, da jeder einen gewissen Vor- und Nachteil hat, was das Ganze etwas interessanter beim Gildenzusammenbau macht. Man könnte sich zum Beispiel auf eine spezielle Gilde spezialisieren, die besonders gut gegen andere Klassen ist, geschweige denn könnte man auch versuchen, eine optimale Gilde mit der optimalen Balance aus den verschiedenen Klassen zusammenzustellen. Man hat eine wirklich große Freiheit, sich auszusuchen, welche Klasse man spielt und vor allem, wie man spielt. Nicht so optimal für Anfänger, aber wenn man schon ein bisschen im Spiel drin ist, auf jeden Fall gut. Denn es wäre ja schließlich langweilig, wenn es nur den Krieger, Kundschafter und Magier geben würde. Doch wie denken eigentlich andere Content Creator darüber? Hier nun 2 Ausschnitte. Ich arbeite nämlich an einem Video, ob es noch mehr Klassen SF geben sollte. Okay, ist ja einfach eine klare Antwort. Why not? Ist auch Content, ist auch Abwechslung. Mal was Neues, mal was anderes ausprobieren. Nicht immer nur bei den gleichen bleiben. DLV, es gibt immer nur noch 3 Klassen. Macht ja kein Spiel so. Meine persönliche Meinung wäre, dass es ausreichen würde, wenn man sagt, wir releasen alle 2 Jahre eine neue Klasse. Das wäre so ein Rhythmus, wo ich sagen könnte, yo, da wird das Game nicht überflutet mit. Es ist nicht zu viel, aber es ist auch nicht zu wenig, weil wir haben schon jetzt mittlerweile echt verdammt viele Klassen in Shakes and Fidget. Wie gesagt, für mich persönlich trifft das eh nicht zu, dass ich noch hier großartig irgendwas Neues anfange und deswegen dahingehend dann eher lieber neuen Content für alle Leute. Und was heißt das jetzt für uns? Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König! Neue Klassen sind an sich eine gute Sache, aber wenn der Markt überschwemmt wird, wird es auch schwieriger, das Ganze zu balancen und für jeden Anfänger wird es auch schwieriger, überhaupt in das Spiel einzufinden, da er einfach von der schieren Masse an Charakteren, die er spielen könnte, schlichtweg überschwemmt wird. Abgesehen davon kostet das Erstellen jedes Charakters mögliches Geld als auch Zeit, da sich das Spiel durch Pilze, also die Ingame-Währung von Shakes and Fidget, finanziert und man nur mit einem gewissen Pilzbetrag den vollen Umfang des Spiels ausnutzen kann. In dem Fall zum Beispiel Abenteuerlust, die sich normalerweise auf 100 Alu beschränkt, jedoch mit einem gewissen Pilzbetrag auf 320 steigern lässt. Abhilfe für Free-to-Play-Spieler würde hier die Flimmerkiste schaffen, die allerdings nur bedingt und eingeschränkt funktioniert. Wenn sie jedoch mal funktionieren sollte, dann kann man seine Zeit damit verbringen, Werbung zu gucken, um Lucky Coins zu erwirtschaften, die die Möglichkeit geben, am Glücksrad Pilze zu gewinnen. Wer kommt denn bitte auf die Idee? Wann ist diese Idee entstanden? Unter welchen Umständen? Das ist doch die entscheidende Frage hier in dem Video. Das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Meinung, aber ich denke, es sollte schon neue Klassen geben. Zwar nicht in dem Rhythmus von jedem Jahr, da ich denke, dass das sonst zu sehr überschwemmt ist und, sind wir mal ehrlich, so eine krasse Innovation sind neue Charaktere jetzt nun auch nicht. Außerdem hat das Spiel viele Bugs und ich bin der Meinung, dass man zumindest die Ressourcen ein bisschen umdisponieren könnte, damit das Spiel etwas flüssiger läuft. Ist ja auch unter Umständen einer der Gründe gewesen, warum ich 3 Wochen weg war. Abgesehen davon würde ich mich auch über Content freuen, woran alle teilhaben können, sprich auch die Leute, die sich keinen neuen Charakter erstellen wollen, weil es zu kosten- oder zeitintensiv ist. Grundsätzlich aber bin ich nicht gegen neue Charaktere, ich freue mich sogar, solange es halt, wie gesagt, einfach nicht zu viel ist. Aber wie ist eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Okay, schreibe ich jetzt nicht. Also, okay, ich habe viel ja vorweg gesagt, was jetzt teilweise hier auch nochmal bestätigt wurde, zum Beispiel das Thema, dass so eine große Innovation sind neue Klassen halt nicht, weil wie gesagt, aus meiner Sicht das Spielprinzip gar nicht so viel Spielraum zulässt, dass es
wirklich so innovativ ist, wie es in einem eigentlichen RPG ist, da ja in der Regel nicht nur Fähigkeiten, Attribute da sind, sondern die auch irgendwo, je nachdem, was man für Skills hat, eingesetzt werden. Und diese Skills sind halt hier vorweggenommen aufgrund dieser mathematischen Wahrscheinlichkeiten. Aber so, seither existiert ja auch Shakes and Fidget. Also das ist ja auch gar nicht schlimm. Dementsprechend, um den Rahmen zu der Frage des Titels zurückzuführen oder auch die Problematik, die angesprochen wird, dass Spieler, die das Spiel nicht so kennen, von der Fülle an Klassen überfüllt sind, ist, dass es hierbei etwas vielleicht an Informationen auch mangelt, dass man eben auch ausdrückt, okay, wir haben zwar 8 Klassen, aber im Prinzip ist doch das Spiel, was du spielst mit einem neuen Char, relativ identisch. Du hast die gleichen Achievements, du hast die gleichen Gegner. Es ist nur die Frage, wie du gegenüber den Gegnern auftrittst, ist anders. Aber die Road vom Early Game, Mid Game, Late Game ist doch die gleiche. Und daran ändert auch eine neue Klasse nichts. Ja. Was interessanter natürlich ist das Thema mit Gilden, Projekten. Dass zum Beispiel eine reine Kampfmagier-Gilde oder eine reine Dämonenhunter-Jäger-Gilde bei einigen Raids gewisse Vor- oder auch Nachteile haben können und dass das sehr interessant ist. Aber ein Spieler sollte sich eigentlich nicht daran orientieren, welche Klasse jetzt besser ist als eine andere, wenn er einen neuen Char erstellen will, sondern man sollte andere Fragen stellen. Man sollte Fragen stellen, welche Klassen eignen sich besser für Dungeons, welche Klassen eignen sich besser für PvP. Dafür gibt es natürlich auch entsprechende Guides bereits auf YouTube. Aber auch das sind nur grobe Ausrichtungen, weil im Prinzip leiten ja diese Fragen einher, dass man einen gewissen kompetitiven Anspruch an diesen Charakter hat. Wo komme ich besser, schneller hin? Wo kann ich besser abschneiden in der Ehrenhalle? Und wenn man sich diese Frage stellt, muss man halt auch ganz klar sagen, ist es immer auch abhängig von der Investition. Einmal von der Zeit, wie Sergio auch schon gesagt hat, und vor allen Dingen aber auch vom Geld. Und nur viel Geld ausgeben reicht meistens auch nicht, um ganz weit oben mitzuspielen. Sprich, wenn ihr neue Charaktere spielen wollt, kommt weg von diesem Thema, was ist besser als andere, sondern stellt einfach spezifische Fragen. Ist es euch wichtig, mit dem Char relativ gut, aber ohne Geldeinsatz durch die Dungeons zu kommen? Ist es euch wichtig, relativ schnell in der Ehrenhalle weit hochzukommen? Ist es euch wichtig, mit einem gewissen Geldeinsatz relativ schnell irgendeinen Dungeon zu erreichen? Oder ist es euch wichtig, mit einem gewissen Geldeinsatz in 3 Jahren in der Ehrenhalle so weit wie möglich oben zu stehen? Das sind so Fragen, die dann besser Spielraum oder Interpretationen reinlassen, welche Klassen für euch interessant sein könnten. Ansonsten lässt sich das halt einfach wirklich gar nicht pauschalisieren. Und die Erwartungshaltung des Spielers sollte halt entsprechend eine andere sein, damit er einfach einfache Entscheidungen treffen kann oder eben, sage ich mal, Antworten erhält, die seiner Frage auch besser würdig sind. Weil dann können neue Klassen Shakes and Fidget gar nicht zerstören. Es ist halt nur die Information oder die Erwartungshaltung, die halt nicht ganz mit dem einhergeht, wie dieses Spiel halt funktioniert, aus meiner Sicht heraus, ja. Genau, ich finde es dementsprechend, habe ich ja schon gesagt, auch nicht schlimm, wenn neue Klassen kommen. Man kann sie antesten auf dem Beta-Server, was ganz wichtig ist. Also für die Spieler, die ja wirklich, sage ich mal, hinterher sein wollen, die sollten dann natürlich auch gerade dieses Angebot nutzen. Es ging beim Demon Hunter beim neuen, es ging auch beim Baden wirklich gut. Man konnte es gut nutzen, man hat da auch viele Pilze bekommen. Man konnte da wirklich schön mal ein bisschen reintesten, was eben sonst nicht so einfach möglich ist auf dem offiziellen Server. Aber wiederum sollte der Fokus wirklich auch liegen in der Verbesserung anderer Spielkulturen oder eben in der Behebung von Problemen, wo die Betreiber ja dran sind. Spielperformance im Moment hat sich allgemein schon merklich verbessert. Es gibt zwar immer noch Höhen und Tiefen, aber mittlerweile scheint es auch am Wochenende recht gut zu laufen. Und das sind eher relevante Dinge, die ein Spiel meiner Meinung nach im schlimmsten Fall zerstören könnten. Aber bisher, bei all dem, was passiert ist Shakes and Fidget ja noch da. Ja, es gab schon öfter sag mal, Situationen, wo man auch als Content Creator der Meinung war,
Ob sich Shakes and Fidget noch 1-2 Jahre hält, keine Ahnung. Und wir wurden alle eines Besseren belehrt. Und im Prinzip muss man ja eigentlich an der Stelle halt auch nochmal erwähnen, wenn man sich überlegt, wo das Spiel angefangen hat, wie lange es gedauert hat, erste große Content-Verbesserungen einzuführen und wo wir jetzt mittlerweile stehen, ist die Entwicklung auch sehr stark vorangestiegen. Also das muss man an der Stelle halt auch mal erwähnen. Gerade die Leute, die neu in das Spiel kommen, die wissen ja gar nicht, welchen Weg dieses Spiel genommen hat. Trotz aller Stolpersteine, die mal da waren. Ja, also, aber das geht halt auch weit rein. Also ich finde, das Fazit, das neue Klassen Shakes and Fidget nicht zerstören. Ich finde, dass es nicht möglich ist, anhand dieser ganzen Vielfalt oder anhand des allgemeinen Spielprinzips von Shakes and Fidget da wirklich relevante, gebalancete Klassen rauszubringen, wo man wie früher einfache Fragen stellen kann, wie welche Klasse ist denn besser als die andere, sondern man sollte bestenfalls Ziele im Spiel vor Augen haben oder auf einem neuen Char, nach deren Fragen man vielleicht dann doch besser filtern kann, welcher Charakter in Frage kommt und welcher eher nicht in Frage kommen würde. Das sind so meine 5 Cent. Das war's dann erstmal. Danke Sergio für das Video auch. Und ich würde sagen, haut erstmal rein. Macht Tschüss und Servus natürlich. Gerne auch Feedback zu meinen Äußerungen. Ich habe das wahrscheinlich schon wieder viel zu realistisch gesehen, was viele gar nicht nachvollziehen können. Aber so bin ich halt. Also haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.